In einer kleinen Stadt wurde ein besonderer Junge namens Ilad geboren. Mit strahlend blauen Augen voller Neugier wuchs er heran, doch er alterte rasant. Innerhalb eines Jahres hatte er das Aussehen eines 100-jährigen Mannes erreicht, wobei seine Augen immer jugendlich neugierig blieben. Ilads unglaubliche Transformation war für alle ein Rätsel. Doch in Wahrheit stand er symbolisch für die heutige Technologie, die so rasant fortschreitet, dass sie fast so schnell veraltet, wie sie entsteht. Während wir Ilads Geschichte betrachten, erinnert sie uns an die Herausforderung, mit einer sich ständig weiterentwickelnden Technologie Schritt zu halten. Ein eindrucksvolles Rennen gegen die Zeit. Hi Freunde, vermutlich habt ihr gerade schon das Video gesehen und ja, ich zeige euch jetzt mal den Prozess, wie ich vorgehen werde. Ich habe mir wieder vor, ein YouTube-Short mit KI-Tools zu generieren und ja, mit DALL-E 3 ist das jetzt tatsächlich sehr gut möglich, weil wir Charakter erstellen können und ja, diese Gesichter speichern können. Ja, und mit diesen Charakteren eben arbeiten können. DALL-E merkt sich das in Kombination mit ChatGPT, welche Bilder wir erstellt haben und kann diese erstellten Bilder dann dementsprechend anpassen. Dadurch haben wir natürlich wieder viel mehr Möglichkeiten, Geschichten mit KI zu erzählen. Und ja, das testen wir jetzt einfach mal. Dafür bin ich einfach hingegangen, habe gesagt, wir brauchen Hochformatbilder von einem Mann in den Altersstufen 5, 20, 40 und 60 Jahren. Genau, dann haben wir jetzt quasi hier die 4 Charaktere. Und dann können wir sagen, gleiche Kleidung, Pose und Haare. Genau, und dann kriegen wir eben auch diese 4 Charaktere wieder. Und ja, hier habe ich dann einfach gesagt, wir brauchen eine nähere Aufnahme. Ja, und jetzt haben wir hier schöne Porträtbilder. Damit kann man jetzt einen Short generieren. Das Ziel ist halt, den Jungen altern zu lassen bis zu einem Alter von 100. Ja, und ihr seht schon, man kann das Ganze dann auch einfach um verschiedene Altersgruppen ergänzen und er behält diesen Charakter eben bei. Das ist eben auch super stark, das darf man nicht unterschätzen. Ja, und jetzt brauche ich eben noch ein paar andere Altersgruppen. So, wenn wir drauf gehen, sehen wir hier auch, welches Alter das gerade darstellt. Ja, der Mann soll Ilad heißen und sein Leben von 3 bis 100 zeigen. Währenddessen soll eine Geschichte erzählt werden und ja, das ist alles rein mit KI dann dementsprechend erstellt. Und ich zeige euch natürlich alle Tools, die ich verwende. Wenn ihr das Video von DALL-E 3 noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch oben rechts. Genau, hier könnt ihr die Bilder dann in hoher Qualität runterladen. So, die nehmen wir natürlich alle. Hier, wie ich die Bilder erzeuge, ist ja relativ uninteressant, das beschleunige ich dann dementsprechend. Genau, um hier die bessere Übersicht zu haben, habe ich die Bilder einfach in das Alter umbenannt. Dann sehe ich, was ich hier noch brauche. So, hier haben wir ein paar Bilder, die wir verwenden können. Um aus diesen Bildern ein Video zu machen, müssen wir erstmal wissen, wie lang es ungefähr werden soll. Das muss zwischen 15 und 60 Sekunden sein. So, und dafür habe ich mir eine Geschichte von ChatGPT schreiben lassen. Das ist übrigens auch neu, Vision, werde ich auf jeden Fall auch ein Video zu machen, das ist stark. So, diese Geschichte werden wir jetzt in ElevenLabs umwandeln lassen. So, für das Voiceover nehmen wir wieder unseren Geschichtenerzähler Finn. Genau, und ich möchte, dass der Mann Ilad ausgesprochen wird, deshalb muss man das hier dementsprechend anpassen. Und ja, so hört sich das dann an. In einer kleinen Stadt, wo die Zeit scheinbar stillstand, kam ein besonderer Junge namens Ilad zur Welt. So, um das Video zu kreieren, werde ich FlexClip benutzen. Da gehen wir einfach ins Hochformat. So, also es hat sich herausgestellt, in ein Short passen nicht wirklich viele Zeilen. Deshalb muss ich das Ganze nochmal kürzen und habe es jetzt auf 3 Abschnitte runtergebrochen. Ja, du kannst natürlich nicht viel erzählen, aber naja, schauen wir einfach mal. Für die Videoerstellung aus Bildern können wir jetzt hier das KI-Tool Frame Interpolation von Runway ML nutzen. So, was jetzt passieren wird, ist, dass er die Kinderbilder nicht akzeptieren wird, weil das gegen die Richtlinien verstößt. Deshalb müssen wir da etwas kreativ werden. Soweit ich weiß, ist dieses Tool auch kostenlos. So, hier sehen wir es schon, das verstößt gegen die Richtlinien. Die müssen wir eben rausnehmen. So, jetzt haben wir hier die Alter 20 bis 100 und daraus können wir jetzt ein Video machen. Hier können wir die Länge des Videos bestimmen. So, das Video wird eine Länge von 54 Sekunden haben. Ich möchte am Ende den 100-Jährigen noch animieren lassen. Deswegen würde ich hier eine Länge von 46 Sekunden einstellen und dann klicken wir einfach auf Generate. Genau, und hier sehen wir das Ergebnis. Das können wir auf jeden Fall verwenden und ja, ihn werde ich dann am Ende nochmal animieren. Dann klicken wir hier auf Export, wählen 720p, nennen es Life of Ilad.
So, jetzt seht ihr, das Ganze wird exportiert. Das dauert auch einen Moment. Und dann können wir es gleich hier in FlexClip verwenden. In der Zeit machen wir hier schon mal ein neues Runway-Fenster auf und gehen auf Generate Video und gehen hier auf Gen 2, Start with the Image. Und hier nehmen wir dann unseren 100-jährigen. Ich habe jetzt hier keine Premium-Version mehr, deshalb wird zwar ein Watermark auf dem Video sein, aber das passt schon. Genau, und dann lassen wir einfach mal ein Video aus diesem Bild generieren. So, schauen wir uns das Ganze an. Ja, er redet ein bisschen, bewegt sich, finde ich gut. Jetzt können wir das Ganze nochmal um 4 Sekunden erweitern. Dann haben wir unsere 8 Sekunden gefüllt, die uns dann noch fehlen. So, in der Zeit wurde hier das Video fertig. Das können wir dann einfach hier runterladen. Das Video ziehen wir dann auch hier in unseren Speicher. So, und jetzt haben wir hier unser 8 Sekunden Video. Schauen wir mal, ob da auch alles dabei bleibt. Ja, er redet einfach weiter. Ja, finde ich gut. Das nehmen wir. So, jetzt haben wir einmal hier unser Video. Das ziehen wir rein. Und unser Kurzvideo ziehen wir auch noch rein. Und der kommt hinten ran. Dann haben wir quasi aus diesem Frame haben wir dann eine Bewegung. Jetzt brauchen wir noch unseren Jungen. Ich denke mal, den hier nehmen wir. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. So, das war natürlich jetzt nur ein Beispiel auf die Schnelle, aber wenn ich irgendwann mal 1000 Abonnenten erreichen sollte, mache ich einen ganzen Film darüber und ja, werde den komplett mit KI generieren und der wird auch Life of Ilat heißen und um einiges deeper werden als dieses kurze Short. So, aber ihr seht, man kann jetzt mittlerweile schon so viel mit KI-Tools erstellen und ja, das wird nicht weniger werden und umso gespannter bin ich natürlich, was alles in Zukunft noch möglich sein wird. Wenn ihr euch über KI austauschen wollt, kommt gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.